Helix Nicaea endigt sich offiziell heint bei Nacht, am 22. Juli in Wilna. In einem früheren Episode sind wir herumgefahren über Minsker Kreis. Der heutige Film wird seinen Überblick über die letzte Woche in der Nicaea, von Moljev bis Wilna, durch Vitebsk und Denneborg, Dvinsk. Dazu will man sich bekennen mit etlichen Helixer Persönlichkeiten. In Moljev hat gewohnt die Mishpocha Romanov, wenn Nikolai II. Ist geworden Oist-Zar. Da, mamisch auf den Schwell von einem Magistrat, hat uns die Aktrisse und Regisseurin von Lialke Theater Jenny Romain gelernt das revolutionäre Lied Hey, hey, Taloi Polizei. Mit scheinen Draht! Hey, hey, Taloi Polizei, Taloi sammeln der Schabitz. In Moljev hat man uns reingelost in einem rajonigen dramatischen Theater, wo etliche Unteilnehmer in Helix haben vorgestellt eine Szene von der Pièce Jankel der Schmied von dem Moljever Dramaturg David Pinsky. Njomke Klein ist einer von den Anführers von der Nicaea. Vor Jahren ist gefordert mit Helix wie Student, aber danachdem hat sich herübergeklebt in Los Angeles, gerät zu arbeiten in einem Jüdischkeit-Lokal. Ich muss sagen, als es ist eine Sacharbeit, was man hat getan für dem Anheb von der Nicaea. Wir haben eine Sachforschung getan, zu der wissen, welche literarische Personen stammen von die Erde oder haben gewohnt dort, und wir haben gesammelt eine Werk von die Schreiber und die Künstler. Von Moljev sind wir herausgefahren in Shklov, wo es ist geboren geworden der Poet und Prosaiker Zalman Schneer. Nicht weit von der Stadt haben wir besucht am alten Besäulen. Dort haben wir bedeckt die Matzeves mit Mehl, was hat erlost, als wir sollen können lehnen und fotografieren die Aufschriften. In dem Städtel Liozne und in der Stadt Vitebsk haben wir geredet wegen dem Leben und Schaffen von dem Maler Marc Chagall, was hat verewigt jene Mekoimes in seine bekannten Paysagebilder. Auf dem Weg in Dvinsk haben wir sich abgeschaut in Breslev, wo wir sind gegangen schwimmen in der Osere. Danachdem haben wir gedarft warten etliche Show beim Grenz zwischen Belarus und Lettland, beschaß man hat uns einzigweise durchgelassen. In Dvinsk hat uns Professor David Schneer gelernt wegen der Biografie von dem beliebten Akteur Shlomo Michols. In dem Haus ist geboren geworden. Jetzt ist es ein Kindergarten. Sie leben sich in Riga, in einem Institut. In Dvinsk haben wir sich getroffen mit Shmuel Glazerov, ein 95-jähriger Jid, was hat, gut seit 10 Jahren, wenn hat gearbeitet wie Sklav in Stalins Lagern, gewohnt sein ganzes Leben in Dvinsk. Hat uns erzählt wegen sich, wegen seiner Sichreines von der Jugendbewegung Trumpeldor Beitar und andere Tschekawe-Momenten, was haben sich mit ihm getroffen in dem unabhängigen Lettland. Wenn ich wollt gewinnen, der Rebbe Leila, weißt du, was ich wollt gewinnen? Als ich wollt gewinnen, der Rebbe Leila. Eider die Nicaea hat sich geendigt, habe ich gehabt das Schmues mit dem Direktor von Jüdischkeit, Rabbi Adler Pekarar. Hat gegeben zu verstehen die Wichtigkeit von Foren in Mezach-Europa. Unser Objektiv ist euch wie ein Objektiv von Kameraapparat, wie ein Scheibel. Wir machen etwas, ein Scheibel durch ihn, kann man sehen anders, wie die dominante Narrativen von unserer Geschichte, von jüdischer Geschichte. Die letzte Stadt auf unserem Marschrut ist gewesen Wilna, das so gerufene Jerusalem der Litte. Dorten haben wir geredet wegen der reichen jüdischen Geschichte von der Stadt. Haben sich abgestellt auf die Erde, wo sie haben sich gegründet der Jiva und der Jüdische Arbeiterbund und geredet protendig wegen der Geschichte von beiden Organisationen.
Bei mir ist Höchpunkt gewesen unser Begegnis mit Fania Branzowski, welcher wohnt schon in Wilna, welcher 85 Jahre. Hart vor der Liquidatie von der Wilner Ghetto ist sie entlaufen zu den Partisaners in die Wälder. Chavete Branzowski arbeitet wie die Bibliothekarin beim Wilner Jüdischen Institut, wo sie kommt jetzt vor der Summedicker Sprachkurs. Die was haben sie gelernt, da in Schule. Und die Lehrer haben gewollt, dass sie sollen reden zwischen sich Hebräisch. In der School, Ja, the teachers aber wanted us die to Kinder haben gelernt, gerät zwischen sich Jiddisch, They spoke Yiddish, weil obviously. das in den Stub hat man gerät Jiddisch. That's what they spoke at home. Es wäre mit den Lehrern, pflegen der Sinn in Stott, Imitzer von den Schülern von der Talmud-Gymnasie, welche reden zwischen sich auf Jiddisch oder auf Polisch, sie gedacht, so verkehren Kajemes. Ich hoffe, dass ihr heute Hanoi gehabt von der Videokorrespondenz. Informationen wegen die zukünftige Helix Messias für Jugendliche wird ihr finden auf dem Adress. Seid gesund. Unsere Heimstatt, unsere Bänkschaft und Bagger.